Ja, ich würde es als Videoanalyse-Tool und auch Taktik-Tool in einem beschreiben. Das heißt, es fusioniert zwei Dinge, die wir bisher eigentlich getrennt behandeln, optimal in einen Punkt und macht dabei auch noch Spaß, weil es eben eine sehr futuristische Art und Weise der Bedienung hat, die gleichzeitig einfach ist. Videoanalyse ist aus meiner Sicht ein entscheidender Bestandteil. Also wir versuchen wirklich jeden einzelnen Ball der Volleyball-Bundesliga unserer Gegner zu erfassen, um dann wirklich eine perfekte Analyse ausarbeiten zu können, um die Spieler optimal darauf vorzubereiten. Ohne das denke ich nicht, dass du gewinnen kannst gegen einen Gegner, der ungefähr auf Augenhöhe ist. Es geht darum, doch komplexe Inhalte einfach zu erklären. Da ist eigentlich jedes Tool, was dabei hilft, ist willkommen, dadurch, dass man auch mit mehreren Menschen gleichzeitig arbeitet. Das heißt, man muss mehreren Menschen was erzählen und mit dem Kennyboard können wir auf sehr viele Weisen komplexe Inhalte erklären, müssen dabei nicht von einem Medium zum anderen switchen und das macht das Ganze letztendlich einfacher. Mein Publikum sind junge Sportler, junge Männer, die wollen kurz und knapp informiert werden. Die wollen nicht mir zugucken, wie ich warte, bis ein Beamer warm läuft, ob das Kabel passt. Ja, es geht oft schon damit los beim Beamer, dass wir erstmal einen Ort suchen müssen, an dem das Licht genau passt, bei dem dann alle einen guten Blickwinkel haben. Oftmals ist es so, dass wir dazu natürlich dann noch ein Whiteboard brauchen, an dem wir gewisse Sachen hinmalen. Wir brauchen einen Laptop. Meistens braucht jeder Spieler noch sein eigenes Handy oder sein eigenes iPad, um wiederum den Matchplan anzuschauen. Von dem Matchplan auf das Video, auf das Whiteboard. Naja, das sind dann am Ende doch viele Dinge, die da mitgenommen werden müssen, mitgeschleppt werden müssen. Und hier muss eigentlich niemand irgendwas mitnehmen. Wir setzen uns hier gemütlich hin, die Spieler setzen sich hin und los geht's. In der statistischen Analyse bin ich seit 1984 unterwegs. Ich habe diese ganze Computertechnik, die dem zugrunde liegt, da von ziemlich Anfang an verfolgt. Und in dem Sinne ist das Kennyboard das umfassendste in der Sache, was ich bis jetzt gesehen habe. Es muss funktionieren, es muss auf höchstem Niveau funktionieren und da bin ich super happy, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Kennyboard zu arbeiten und nicht mit 3, 4 laschen Alternativen. Ja, also es ist eben ein großer Touchscreen und der macht per se schon mal, also für mich das allererste ist, er macht Spaß. Und in dem Fall habe ich ein paar Minuten das angemacht, habe es ein bisschen ausprobiert und eigentlich konnte ich schon. Und das ist mir persönlich auch wichtig, weil ich habe wirklich keine Lust und eigentlich auch keine Zeit damit, mich mit irgendwelchen komplizierten Dingern da ewig auseinanderzusetzen. Ich kann gewisse Punkte zeigen und sie einzeichnen. Ich kann viel leichter Sachen nebeneinander präsentieren, wo alle, die schon mal versucht haben, von Seite 4 auf Seite 8, auf Seite 12 ins Video in Minute 30, Minute 2 zu springen. Das ist alles nebeneinander, das ist alles parallel, das alles wirklich hingeleitet zu präsentieren. Dass der Matchplan direkt neben dem Video laufen kann und dass man in ein Video reinmalen kann, ist für einen Spieler schon sehr angenehm. Ich könnte ja sogar einen verletzten Spieler, der im Moment zu Hause sitzt, einbinden in die ganze Geschichte remote. Man kann mit ihrem iPad da über AirDrop das Zeug draufschmeißen. Beim Leistungssport geht es um die letzten paar Prozent und da versucht man natürlich, das optimale Gerät zu haben und das, denke ich, ist hier der Fall.